Mikroorganismen sind Kleinstlebewesen, so wie Bakterien. Die sieht man auch nicht mit freiem Auge, dafür braucht man ein Mikroskop. Man muss sich vorstellen, das sind 1 Milliliter Meerwasser oder Seewasser. Und das ist quasi nur ein großer Tropfen. Da sind jetzt mindestens 1 Million Bakterien drin. Und die machen alle was anderes und wir wissen nicht, was genau sie machen und wie viel sie machen. Und das fasziniert uns. Mein Name ist Barbara Bayer und ich bin Assistenzprofessorin am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft an der Uni Wien. Feldarbeit ist sehr wichtig für unsere Forschung. Wir nehmen zum Beispiel Wasserproben, mehrere Liter, und die kommen in unterschiedliche Gefäße. Da muss man auch besonders aufpassen, dass man die Probe nicht verunreinigt oder dass auch Gase von der Atmosphäre reinkommen. In unserem aktuellen Forschungsprojekt schauen wir uns an, wie die Überdüngung von Meeren und Seen sich auf den Methankreislauf auswirken. Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas, viel stärker als CO2 und es hat die Formel CH4. Und man kennt das vor allem auch aus der Landwirtschaft, also Kühe stoßen sehr viel Methan aus. Das meiste wird eigentlich rausgerülpst. Und das ist, weil Mikroorganismen in deren Magen Methan produzieren. Wir wissen, es gibt einen Zusammenhang, wenn mehr Nährstoffe im Wasser sind durch Überdüngung, dann wird auch mehr Methan produziert. Und dann gibt es aber auch Mikroorganismen, die das Methan wieder abbauen, die bilden einen sogenannten Methanfilter. Und der verhindert, dass das Methan ausgast aus diesen aquatischen Ökosystemen. Im Meer wird sehr viel Methan produziert, aber der Methanfilter ist auch sehr effizient und es kommt eigentlich sehr wenig Methan in die Atmosphäre. In Seen ist das nicht so effizient, es kommt eher mehr Methan aus Seen heraus und das schauen wir uns genauer an. Was wir vor allem verstehen wollen, ist, was diesen Methanfilter aus der Balance bringen kann und auch weniger effizienter machen kann. Also wenn wir Mikroorganismen und auch den Methankreislauf in aquatischen Ökosystemen besser verstehen, dann können wir auch proaktiv dieses Wissen einsetzen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wenn ich nicht forsche, dann bin ich sehr gerne in der Natur, mache auch sehr viel Sport. Ich male auch Mikroorganismen und da geht es mir vor allem darum, dass man jetzt Prozesse, die eigentlich unsichtbar sind mit dem freien Auge, durch das Malen ein bisschen mehr sichtbar und greifbarer macht. Schon in der Kindheit habe ich mich sehr für Tiere interessiert. Ich habe vor allem kleine Tiere beobachtet, wie Ameisen und auch Milben, wie die am Boden herumkriechen. Ich war die erste in meiner Familie, die studiert hat. Und sowohl meine Familie als auch ich selbst waren uns auch nicht ganz sicher, ob Biologie was Gescheites ist. Aber als ich dann das erste Mal Kontakt mit der Forschung hatte, wusste ich, dass das das Richtige für mich ist. Was mich besonders begeistert und was ich halt tagelang machen könnte, ist Aktivitäten von Mikroorganismen zu messen. Also man nimmt eine unbekannte Wasserprobe und weiß nicht, was einen erwartet und misst dann eine Aktivität. Und manchmal ist es mehr, als man denkt, manchmal ist es weniger, als man denkt. Meistens ist es nicht das, was man denkt.